willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, dass Myome nicht bösartig sind. Regelmäßige Ultraschallkontrollen wegen Myomen, um zu erkennen, ob sie vielleicht bösartig werden, das ist leider völliger Quatsch. Heute erkläre ich euch, warum Myome nicht bösartig werden. Myome sind ganz klar gutartige Tumoren der Gebärmutter. Ein Tumor ist medizinisch gesagt nichts anderes als eine sogenannte Raumforderung. Das ist ein Ding, das an einer Stelle wächst, wo es nicht hingehört und das es nicht geben sollte. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es bösartig sein muss. Es gibt eben auch gutartige Tumoren. Und dazu gehören wie gesagt die Myome. Myome wachsen aus der Gebärmuttermuskulatur und enthalten Muskelzellen und Bindegewebszellen. Bis zu 80% der Frauen haben in ihrem Leben irgendwann ein Myom. 20-50% der Frauen haben deswegen auch Beschwerden, das ist also jede zweite bis jede fünfte Frau. Myome sind also extrem häufig. Wenn wir also wissen, dass Myome klar gutartig sind, wo liegt denn das Problem? Das Problem sind die sogenannten Sarkome. In der Gebärmutter gibt es Leiomyosarkome, was sehr bösartige Tumoren sind. Diese lassen sich weder im Ultraschall noch im MRI von Myomen unterscheiden. Leiomyosarkome kommen insgesamt sehr selten vor. Bei Dingen, die selten sind, ist es häufig schwierig, genaue Angaben darüber zu erhalten, wie häufig sie tatsächlich vorkommen. Es gibt daher verschiedene Zahlen. In einer großen Untersuchung wurden 2,8 Sarkome pro 100.000 Gebärmutterentfernungen gefunden. Eine andere Studie hat eine Zahl von 0,36 Sarkome pro 100.000 Frauenjahre errechnet. Das bedeutet, dass von 300.000 Frauen innerhalb eines Jahres ein Sarkom hat. Und was man auch weiß, vor dem Alter 40 kommen Sarkome so gut wie nie vor. Der sogenannte Altersgipfel ist bei 60, also nach der Menopause. Darum sind tatsächlich myomartige Knoten, die wachsen nach der Menopause, etwas verdächtiger. Aber dazu kommen wir noch, denn auch daran lassen sich die Dinger nicht erkennen. Also, als erstes kann man schon einmal sagen, dass wenn etwas nach einem Myom aussieht, es rein statistisch gesehen auch am ehesten ein Myom ist, denn Myome sind extrem häufig und Sarkome extrem selten. Und nun komme ich vielleicht zum wichtigsten Punkt dieser ganzen Geschichte. Ein Myom ist ein Myom und bleibt auch ein Myom. Es gibt keine sogenannte Entartung, also Umwandlung von einem gutartigen Myom in ein bösartiges Sarkom. Die Frage, ob ein Myom mit der Zeit bösartig werden könnte, stellt sich also überhaupt nicht. Das ist extrem wichtig zu wissen, denn diese Information wird häufig falsch weitergegeben. Auch diese Studie von 2007 hat das klar gezeigt. Myome haben eine ganz andere Genetik als Sarkome und können nicht einfach vom einen ins andere wechseln. Und hier noch eine Klammerbemerkung. Es gibt tatsächlich in der wissenschaftlichen Literatur einige Fallbeschreibungen von Myomen, die scheinbar zu Sarkomen geworden sind. Aber möglicherweise waren diese Myome von Anfang an keine Myome, denn selbst in der Pathologie, also in der Untersuchung des Gewebes unter dem Mikroskop, ist es manchmal nicht eindeutig möglich, ein Myom, eine Zwischenstufe oder ein Sarkom zu unterscheiden. Damit könnte man das Thema praktisch schon ad actas legen. Myome sind extrem häufig, Sarkome extrem selten und fertig. Aber es gibt noch ein paar Dinge, die wir uns anschauen können, um der Sache weiter nachzugehen. Zunächst können wir uns einmal anschauen, an welchen Symptomen, also an welchen Beschwerden ein Sarkom allenfalls erkannt werden könnte. Dazu gibt es diese großartige Registerstudie von 1997, welche die Beschwerden von 1000 Frauen, die ein Sarkom hatten, untersucht haben. Und Folgendes ist dabei herausgekommen. Bei 31-46% der Frauen ist es zu sogenannten postmenopausalen Blutungen gekommen. Das heißt Blutungen, die nach den Wechseljahren auftreten. Dazu muss man allerdings sagen, dass solche sogenannten postmenopausalen Blutungen recht häufig auftreten und häufig keine Relevanz haben. Und wenn etwas Bösartiges dahinter steckt, dann ist es in der Regel ein Tumor der Gebärmutterschleimhaut, den man dank der Blutung früh erkennt und daher meistens auch sehr gut behandeln kann.
Eine postmenopausale Blutung ist also leider, um ein Sarkom zu entdecken, nicht eine große Hilfe. Als nächstes wurde bei etwa 27-34% der Frauen eine unregelmäßige Blutung vor der Menopause festgestellt. Das ist allerdings etwas, was auch extrem häufig vorkommt und uns daher bei der Diagnose eines Sarkoms wirklich nicht weiterhilft. 8-17% der Frauen hatten eine Bauchumfangszunahme wegen des Befundes, aber das, muss man auch sagen, kann genauso gut mit einem Myom, welches sehr groß wird, passieren. Auch Bauchschmerzen, welche bei 4-13% der Frauen aufgetreten sind leider völlig unspezifisch. Wie ihr seht, anhand der Symptome ist es genauso wenig möglich, ein Sarkom zu erkennen wie im Ultraschall oder im MRI. Am ehesten verdächtig sind myomartige Strukturen, die nach der Menopause, also nach den Wechseljahren, auftreten und schnell wachsen. Aber obwohl ein solches Größenwachstum immer wieder als Erkennungsmerkmal erwähnt wird, ist es de facto nicht verwertbar. Das wurde bereits in dieser Arbeit von 1994 publiziert, welche dieser Frage nachgegangen ist. In dieser Studie wurden Frauen untersucht, die eine Gebärmutterentfernung hatten wegen einem Befund, der schnell gewachsen ist. Aber auch bei diesen Befunden waren die Sarkome extrem selten. Und insgesamt konnte gezeigt werden, dass sich eben anhand eines solchen Größenwachstums auch kein Sarkom erkennen lässt. So, nun könnte man diese Geschichte wirklich langsam ad acta legen, aber es gibt noch einen wichtigen Punkt zur Operationstechnik, der erwähnenswert ist. Und zwar geht es um die Technik der Gebärmutterentfernung. Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, für eine Gebärmutterentfernung einen Bauchschnitt zu machen, eine Bauchspiegelung vorzunehmen oder von der Scheide her zu operieren. Die Operationstechnik von der Scheide her ist eigentlich die eleganteste, ist aber nicht unbedingt möglich, wenn die Gebärmutter zum Beispiel sehr groß ist, wie das bei Myomen der Fall ist. Und eine Operation mit Bauchschnitt ist gegenüber einer Bauchspiegelung deutlich schlechter, weil es mehr Schmerzen macht und eine deutlich längere Erholungszeit beinhaltet. Darum macht man heute Gebärmutterentfernungen, wenn immer möglich, meistens per Bauchspiegelung, auch dann, wenn es ein Myom hat, welches recht groß ist. Und dann stellt sich die Frage, wie kann man die vergrößerte Gebärmutter durch eines dieser kleinen Löcher, durch die man operiert, bei der Bauchspiegelung entfernen. Dazu hat man früher gerne einen sogenannten Morcellator verwendet. Das ist ein spezielles Instrument, welches die Gebärmutter in kleine Stücke aufgeteilt hat, die man dann durch eben ein kleines Loch entfernen konnte. Diese Technik wird auch Power Morcellation genannt, weil es einen Motor beinhaltet, der ein Messer rotieren lässt. Wenn man diese Power Morcellation durchführt, werden auch Gewebestückchen und Zellen im Bauchraum verteilt und herumgespritzt. Wenn man jetzt ausgerechnet ein bösartiges Sarkom auf diese Weise im Bauchraum verteilt, verschlechtert das ganz klar die Prognose. Und genau das ist einer amerikanischen Ärztin passiert. Sie hat dann in der Folge eine Kampagne gestartet, um diese Technik zu verbieten. Und sie war recht erfolgreich, denn im April 2014 hat die FDA, die Aufsichtsbehörde der USA, diese sogenannte Safety Communication veröffentlicht. Darin wird auf die Probleme und die Gefahren dieser Power Morcellation hingewiesen. Wenn die FDA eine Warnung ausspricht, dann ist das schon sehr gewichtig. Es ist zwar nicht ein Verbot dieser Technik, aber wer sie weiter verwenden will, muss sich schon gute Gründe dafür überlegen. Seither ist die Verwendung dieser Power Morcellation zurückgegangen und aus meiner Sicht ist diese Technik auch verzichtbar. Es gibt grundsätzlich zwei Lösungsansätze. Der erste Ansatz ist, dass die Power Morcellation in einem Beutel durchgeführt wird, den man in den Bauchraum einbringt und der am Ende dicht verschlossen und entfernt werden kann. Diese Technik ist sicher, aber umständlich und mühsam. Die andere Möglichkeit ist, die Gebärmutter ebenfalls in einen Plastikbeutel einzufassen und von der Scheide her oder von einem Zugang, zum Beispiel beim Nabel, den man ein bisschen erweitert, dann von außen her zu zerkleinern. Diese Variante ist sicher, ist einfacher und braucht nicht ein zusätzliches Gerät und ist aus meiner Sicht daher zu bevorzugen. So, damit sind wir mit diesem Thema nun wirklich durch. Myome sind extrem häufig und Sarkome extrem selten. Darum ist etwas, was im Ultraschall wie ein Myom aussieht,
rein statistisch gesehen höchstwahrscheinlich auch tatsächlich ein Myom. Eine Entartung, also eine Umwandlung eines Myoms in ein bösartiges Sarkom gibt es nicht. Myome und Sarkome sind zwei verschiedene Dinge. Und wie wir gesehen haben, gibt es keine sicheren Kriterien, mit denen man ein Sarkom von einem Myom unterscheiden kann. Häufig werden Ultraschallkontrollen gemacht, um das Wachstum zu kontrollieren, aber wie ihr gesehen habt, auch das bringt eigentlich nichts. Wenn also ein Myom gefunden wird, ist das grundsätzlich kein Grund, sich zu beunruhigen. Wenn es stört, kann man sich Gedanken darüber machen, was getan werden soll. Wenn nicht, dann kann man es einfach belassen und Kontrollen machen auch nicht viel Sinn. Also, Myome sind nicht bösartig. Teilt diese Erkenntnis mit Freundinnen und Freunden, gebt mir ein Like und ein Abo und seid beim nächsten Mal wieder dabei.